Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Review. Ich zeige euch jetzt zum dritten Mal Serzing Cotta. Warum? Ich finde die Art, wie er seine Models mit der Umgebung farbharmonisch abstimmt, wie er seine Fototricks präsentiert und vor allen Dingen, wie anschaulich er das erklärt, auch für euch sehr interessant, gerade für die Fotoanfänger unter euch. Nun, worum geht es diesmal? Er zeigt ein Model in einer natürlichen Parklandschaft oder Parkumgebung. Es ist eigentlich genauer gesagt eine Allee, wo er dann das Umgebungslicht mit dem Blitzlicht mischt. Und wie realisiert man sowas? Nun, das werdet ihr jetzt im Folgenden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, liebe Freunde, da wären wir jetzt hier wieder bei mir im Studio. Dann lasst uns gleich mal reinhauen. Learn how to mix flash photography and ambient light. Let's get to it. All right, everybody, in this video, we are going to use flash photography, but also mix in the ambient. Now, most of your cameras all sync at 1/200th of a second when you're working. So if you're using flash, you usually have to be, whether you're in your studio or on location, it's operating at 1/200th of a second. So, er erklärt gerade, mit was er normalerweise im Studio für eine Synchronzeit arbeitet, um seine Blitze zu synchronisieren. Er arbeitet hier mit einer 2/100, das würde bei mir auch funktionieren. Ich zum Beispiel arbeite üblicherweise mit einer 125 Sekunde. Also von daher, ja, das ist kein großer Unterschied. Das ist die Synchronzeit, die er hier normalerweise angibt. Which means you're going to typically block out all the ambient light. So, wenn er jetzt hier natürlich in der freien Natur ohne Blitzlicht, auch bei einer f1.2 mit einem 85 mm, das ist piepschnurz egal, bei einer ISO 100 mit einer 200 fotografiert, dann wird das Bild viel zu dunkel und das seht ihr jetzt hier. And the background will go super black, and that's not what we want. What we want is to let some of that ambient. Und das ist jetzt das Bild, wie es eigentlich sein sollte. Er ist runtergegangen auf eine 50. Sekunde und das ist ja jetzt normalerweise eine Verwacklungszeit. Das bedeutet, so aus der Hand geschossen kann es natürlich gut passieren, dass das Bild verwackelt. Was hat er jetzt aber hier gemacht? Er hat einen Blitz zur Hilfe genommen. Und Blitze, die haben dann natürlich normalerweise eine recht kurze Abbrennzeit. Mit Speedlights ist es noch besser kontrollierbar, denn die brennen noch schneller ab. Was er hier jetzt hat, ist ein ganz normaler Studioblitz mit Akkubetrieb. Die haben aber heute auch mittlerweile deutlich kürzere Abbrennzeiten. Und das bedeutet, dass er erreichen kann, trotz dieser 50. Sekunde, dass das Model selber noch verwacklungsfrei fotografiert wird. Also so viel jetzt mal nur als allgemeine Erklärung. Das erklärt er jetzt aber auch alles noch im Folgenden selber. In so that this whole back corridor doesn't go black. I want some depth there. And in order to do that, I have to get my shutter speed below 200th of a second. The flash will freeze her and then it will let the ambient leak in. So let me explain this to you just kind of in lay terms. Your cameras and flash system almost all sync at 1/200th of a second. Some of them operate at 1/250th of a second. And all that means, think of it like a speed limit on a highway. When the flash fires, it's moving at 200th of a second speed. It lights your subject, gets to your sensor, everything's properly illuminated. Well, that light in the background right now is running at 60th of a second, or think of it as 60 miles an hour on our highway example. And so what ends up happening is the light gets to the shutter, opens and closes at 200th of a second. Well, that light back there lighting up that corridor still hasn't made its way to the camera. Ja, das erklärt er ganz lustig mit der Geschwindigkeit auf der Autobahn. Aber so wie er es erklärt, das stimmt eigentlich. Also, wenn er jetzt mit einer 200 arbeitet und du hast eben im Hintergrund wenig Licht, dann kann eben nicht bei der 200 noch genügend Licht durch den Verschluss kommen, dass das Bild wirklich gescheit illuminiert wird, also belichtet wird. Und du musst dann eben mit der Zeit runtergehen. Und der Blitz selber, der sorgt jetzt dafür, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, er löst aus. Jetzt startet ja diese 50. Sekunde. Der Blitz feuert aber deutlich selber schneller ab. Damit wird das Model eingefroren, der Verschluss bleibt weiter offen und erst nach der 50. schließt er sich dann und hat damit dann genügend Ambientelicht, also Umgebungslicht eingefangen. So müsst ihr euch das vorstellen. Or sensor. And that's why we will do what we call dragging.
Das ist auch wieder sowas, wo ich sagen muss, Mensch, das macht er immer gut. Schaut euch mal an, wie sie geschminkt ist und welche Klamotten sie anhat. Natürlich geht das Ganze ein bisschen Richtung Grufti, aber ich finde es sehr ansprechend. Also dieses dunkel samtgrüne Kleid, sagenhaft sie ist auch sehr schön bleich geschminkt, pastellartig mit dem knallschwarzen Lippenstift. Ganz toll, ganz toll. Das ist das, was ich an ihm schätze. Er schafft da wirklich ein Gesamtkunstwerk, der Selsing Cotter. The shutter in order to let that ambient light in, give the portrait more depth. So I'm running out of light here. Let's stop talking about it. Let's get to it. Lauren, what I want to do is I want to put you right here, just so you guys understand what I'm seeing in my shot. What I'm liking is this kind of depth of the street lights that are starting to come on down here. And if you look straight down behind her, you can see there's a bright spot in that frame. I'm going to use her body to frame that up because I don't want that bright spot leaking out. And what I'm going to do is I'm going to take a test shot, aperture priority, but I'm going to move over to manual mode for this because I want to control ambient here. So I'm going to take this shot at 1/200th of a second, test shot. Okay. So, da sehen wir es wieder. Also er hat jetzt zum einen das Model so ausgerichtet, dass sie auf diesem Weg, der hier sichtbar ist, auf dem sie ja steht, dass dieser helle Fleck, dieser helle Lichtfleck im Hintergrund von ihr komplett verdeckt wird. So, das dient natürlich der Bildharmonie. Jetzt macht er die erste Aufnahme, also er rollt das Ganze jetzt nochmal von vorne auf. Mit der 200stel ist natürlich zu dunkel. You're going to see how dark this is. So this is super dark because we're not letting it in enough ambient. Now what I'm going to end up doing, because I'm in manual mode, I'm going to dial this down to 1/100. Also ganz wichtig, ihr müsst im manuellen Modus fotografieren, keine Blendenautomatik, keine Zeitautomatik. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ihr müsst wirklich alles absolut unter Kontrolle behalten. Of a second. Still not a whole bunch of ambient back there. So now I'm going to dial this down to 1/50th of a second. And now we're getting some ambient back in there. So now I know what this is going to look like with no flash on her. Now I'm going to add the trigger. We're going to add the... So, also, jetzt kommt er an den Punkt, wo er den Flash-Trigger ansetzt. Den hätte er auch ausschalten können und auf der Kamera lassen, ist scheißegal im Prinzip. Aber jetzt pflanzt er das Ding drauf und jetzt kommt der Blitz ins Spiel. Ja, und da hält halt die Kollegin die Octabox entsprechend so, dass natürlich die liebe Lauren dann komplett gut ausgeleuchtet wird. Ja, schauen wir mal weiter. Flash, Brandy, you ready? Okay, one more test shot here, just to prove this out, what it's going to look like. 1, 2, and now we have got a dark, moody portrait. Ja, das schaut natürlich schon edelst und exquisit aus. Und ich sag ja, die Farbharmonie, das ist einfach seins. Ne? Ich meine, gut, die Assistentin hat jetzt den Blitz noch ein bisschen im Weg. Klar könnte man es wegretuschieren, die wird aber jetzt noch einen Tick weiter weggehen, dann vielleicht den Blitz nochmal um einen Drittelstopp hochregeln oder so oder um einen halben Stopp. Naja. We're letting in that ambient. It's a nice mix of detail in the portrait, I should say. That's going to make this look incredibly well lit, but it's going to look different, right? It's not going to be what every other photographer rolls up to the scene and shoots, because now we're mixing in the ambient light by dragging the shutter and mixing it in with flash to get a very unique looking portrait. So this is a fun time of the evening to shoot and work, so we got to go fast. Let me get... Ja, jetzt muss er natürlich Gas geben, weil es immer schneller dunkel wird, natürlich da am frühen Abend, ganz klar. All right, Brandy, up higher. So what I want is you to come up here with it and tilt down just a little. Jesus Gott, die Arme, leicht übergewichtig, die hat es natürlich dann auch nicht besonders easy hier, diesen Blitz hochzuhalten. Der wiegt ja auch einiges. Also er gibt ihr schon Saures, ne? Die tut mir echt leid. There we go. Good. All right, here we go. Lauren, you got to work with that light though, okay? Looking right at me. Let's start you at me. Gorgeous. Stick with it. Love this. Stunning. Wahnsinn. Sehr schön. Love it. Ja. Love it, Lauren. Oh my goodness. I mean, these just look stunning. Yes, love that, Lauren. And guys, you should see how I'm using her body to frame up the pathway, converging lines of the tree path, of the cement path. Das ist ganz wichtig bei solchen Sachen, die Bildgeometrie. Wenn sie jetzt nur auf einer Seite des Weges stehen würde oder so, das würde total bescheiden aussehen. Also er hat das wirklich schon sehr gut ausbaldobert hier für dieses Video. Everything's converging into her. Gorgeous girl right there. Yep, beautiful.
Love it. Love that, Lauren. Love the messy hair look, gorgeous. Sie hat's drauf, man muss es ihr lassen. Also in jedem Video, was ich gesehen habe, war das wirklich ein äußerst angenehmes Model. Nicht nur sehr hübsch, sondern auch sehr talentiert und sehr diszipliniert auch. Yes. Okay. All right, I'm going to keep working, getting some shots here. One thing you're going to notice is that even though these are at 50th of a second, they're tack sharp. Again, that's because the flash is freezing the action on Lauren as we're working, and then it's letting in all that ambient. So the flash is still hitting her at 200 miles an hour, so to speak. Let's keep working this. Ready? Twist that hip this way. There you go. Gorgeous. 1, 2. Love that, Lauren. Gorgeous. Keep working. Good job. Looking at me. Love that. Ja, fantastisch, fantastisch. Chin down to the right. Yeah. Beautiful. Okay. Give me something up, squared up top on you. Right there. Love the upper body. Stunning, Lauren. Here we go. Beautiful. Ah, ha, da hat er hier das Autofokuslicht. And a little more left. Eyes on me. Beautiful. All right, guys, sorry for rushing through that, but we were losing light super fast, and as you can see, it was dark in there. I even dropped shutter speed down to a 20th of a second. Jetzt ist er schon runter gewesen bei der Verschlussgeschwindigkeit auf der 20. Ja, aber eben durch den Blitz, der schafft es dann eben doch noch entsprechend, sie einzufrieren. Und das liegt an der Blitzabbrennzeit. And those images are still tack sharp, but that was Sagenhaft. just to keep letting that ambient in. You can do this trick on your wedding portraits. Obviously, you can do it in outdoor portraits as well. Hope you love this video. Check out Lauren on Instagram, lauren.smiles. All right, I got that right. All right, check her out on Instagram. We'll see you in the next video. Sehr gut. Ich gebe mal wieder zurück ins Videostudio. Nun, liebe Foto- und Videofreunde, ich fand das sehr interessant. Natürlich sind solche Blitzlichtgeschichten mit dem Einfrieren von Bewegungen beziehungsweise auch eines Models jetzt nicht ganz so einfach zu realisieren. Ich habe das früher natürlich auch schon mal gemacht. Ich hatte auch mal in der Uni in Augsburg einen Weiterbildungslehrgang geleitet, in dem mich ein Professor gefragt hat: Herr Schwarz, wie haben Sie dieses Splash-Foto? Ich zeige euch das hier jetzt im Bild realisiert, und ich habe gesagt, es sind einfach die Abbrennzeiten des Blitzes. Man braucht keine High-Speed Synchronization, sondern man braucht einfach einen Blitz mit einer kurzen Abbrennzeit, und das sind eben Speedlights. Mit denen kannst du genauso arbeiten wie mit Studio-Blitzen. Sie sind weitaus billiger, es ist alles günstiger realisierbar und es ist vor allen Dingen sehr portabel. So, dann würde ich mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir ein Abo und aktiviert das Glöckchen, damit ihr ständig darüber informiert seid, was auf meinem Kanal so geht. Und schenkt mir vielleicht auch ein Like für dieses Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg mit dem Gelernten. Euer Alex Schwarz.